Ich bin mit Jana zusammen. Ich liebe sie. Ich will dich nicht mehr sehen. Sind das etwa... Ja. Ansgar, wieso tust du mir so weh? Hör auf damit, bitte. Wir sind doch verheiratet. In guten wie in schlechten Zeiten. Unsere sogenannte Ehe existiert für mich nur noch auf dem Papier. Das meinst du nicht so. Ach nein? Willst du auf einmal behaupten, du wärst nicht mehr schuld an Hannes Verschwinden? Wie lange willst du mir das noch vorwerfen? Ich wüsste nicht, warum ich jemals damit aufhören sollte. Mag sein, dass ich das nie wieder gut machen kann, aber du liebst mich doch noch. Oh ja. Vor allem dein unendliches Selbstmitleid und dieser Hang, sich immer mehr gehen zu lassen. Wer könnte dieser Mischung schon widerstehen? Ach ja, natürlich. Deine tollen, spontanen Ideen. Wie diese Party hier, ohne mich zu fragen. Ich hab gedacht, du freust dich. Immerhin, ihr habt doch jetzt die Holding gerettet. Ja, ganz genau. Wir haben die Holding gerettet. Du hast damit nichts zu tun. Ich hab's nur gut gemeint. Ja, es gibt eben gut gemeint und gut gemacht. Naja, da die Leute nun ohnehin schon mal da sind, werde ich es bis zum Ende durchziehen. Ach, übrigens, für die Zukunft. Was auch immer ich geschäftlich oder privat tue oder lasse, geht dich überhaupt nichts an. Haben wir uns verstanden? Schön. Aber ich liebe dich doch. Können wir nun endlich zahlen? Ja doch. Was auch immer es ist, stell es ab. Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Deine schlechte Laune. Lass sie nicht an meinen Gästen aus, okay? Nur an denen, die mich nerven. Aber keine Angst. Ich habe sowieso jetzt Feierabend. Dann gibt's das nächste Mal Ärger. Danke, ich bin auch so schon bedient. Und die Abrechnung, was ist mit der? Ich habe keinen Bock, machst du das okay? Machst du mir ein Alt? Hey, du bist ja heute genauso ein Feuerwerk an purer Lebensfreude. Keine Kommentare, bitte ein Alt. Erzähl mir mal lieber, was mit Nico los ist. Die ätzt heute mehr als ein Kanister Salzsäure. Du kriegst ein Alt und ich krieg eine Antwort. Hast du eine Ahnung, wo Christian steckt? Aha, ja oder aha, nein? 2 Frustrierte, ein Verschollener. Was ist los? Ach, machen Sie sich mal um meine Frau keinen Kopf. Naja, trotzdem. Wenn sie uns jetzt schon wieder zusammen sieht. Und wenn schon, das muss Sie nicht interessieren. Genauso wenig, wie es mich interessiert. Du bist eine göttliche Tänzerin. Naja, jedenfalls meine Beine fühlen sich an wie Götterspeise. Also wenn es dir zu viel wird, sag mir bitte Bescheid, okay? Abgesehen davon, dass ich in Standardtänzen nie besonders gut war, mir geht's blendend. Das sieht man. Und ich nehme an, das hat Jana vor allen Dingen Ihnen zu verdanken. Und da meine ich nicht nur Ihre Fähigkeiten als Arzt. Die sind zwar auch nicht schlecht, aber das andere? Entschuldigung, dürfte ich mal kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Keine Sorge, es wird keine große Ansprache. Allerdings, für mich ist es durchaus ein großer Moment. Ich möchte meine Verlobung mit Jana Brandner bekannt geben. Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Ja, ob sich nicht noch was Besseres findet. Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Ich freue mich so für euch. Habt ihr denn schon einen Termin? Nein, wir wollen natürlich warten, bis Johannes wieder gesund ist.
jetzt seid ihr alle 3 zerstritten. Naja, sagen wir es mal so. Zwischen uns herrscht momentan Funkstille. Ah. Da habe ich gehofft, dass Christians Leben nach dem Freispruch ein bisschen bessere Zeiten erlebt. Ich auch. Ja, wie deine Vorstellung davon aussieht, ist mir schon klar. Aber ich dachte eher so an die Beziehung von Nico und ihn. Jetzt reit du auch noch drauf rum. Hast du nicht eine Ahnung, wo er stecken könnte? Ich glaube ja fest, dass er wieder sein Zelt im Wald aufgeschlagen hat. Hätte ich mir ja denken können, das passt zu ihm. Ja, der war früher immer schon nur draußen. Als kleiner Junge. Unser Vater hat uns oft Hausarrest gegeben. Mir war das egal, habe ich mich eben drinnen amüsiert, aber der wie ein Tiger im Käfig. Bei uns hat er in der ersten Nacht damals auch auf der Dachterrasse geschlafen. Obwohl es dann noch saukalt war. Ja. Aber sag mal, du weißt, wo er ist. Wieso kommst du erst zu mir und gehst nicht direkt zu ihm? Weil ich der letzte Mensch bin, den er sehen will. Der Posten ist schon besetzt. Ich will mich ja nicht mit dir streiten, aber ich stehe auf Platz 1. Vor allem, weil Nico meinetwegen mit dem Schluss gemacht hat. Das verzeiht er mir nie. Ich dachte, der Kuss ging von ihm aus. Ja, trotzdem. Ich habe angefangen. Ja. Es ist besser, wenn du zu ihm fährst. Das halte ich für ein Gerücht. Aber er braucht jetzt jemanden. Mich will er nicht sehen, Nico will er nicht sehen. Du bist immer noch sein Bruder. Ja, aber er sieht das ganz anders. Gibt mir immer noch die Schuld, dass unser Vater tot ist. Ich weiß. Aber du kannst dich doch nicht damit abfinden. Versuch's bitte, mit ihm zu reden. Bitte. Du kannst ganz schön penetrant sein, weißt du das? Ja, anders kommt man ja bei euch Männern nicht weiter. Und vor allem nicht bei den Manns. Hier ist Natalie. Da war gerade irgendwas Großes. Ich weiß nicht, ich konnte es nicht erkennen. Irgendein Tier oder sowas. Ich hatte so eine Angst, da bin ich einfach weitergefahren. Ich darf doch nicht mehr fahren, mein Führerschein ist noch weg. Gregor, ich komme jetzt zu dir, ja? Ansgar darf auf keinen Fall davon was erfahren. Ich komme jetzt, bis gleich, ja? Tschüss, Gregor, bis gleich. Scheiße. Und ich dachte schon, du hättest was an meiner Wahl auszusetzen. Nein, nicht im geringsten. Warum sollte ich? Keine Ahnung, hätte ja sein können, dass Jana dir nicht standesgemäß genug ist. Komm schon. Also da müsste ich mich ja nun ganz bedeckt halten. Stimmt, Nathalie ist es eigentlich auch nicht. Ganz gewiss nicht. Nathalie, wo steckt sie denn überhaupt? Keine Ahnung. Hat sie eigentlich Carla mal gemeldet? Nein, jedenfalls habe ich sie noch nicht gesehen. Also mit Carla habe ich telefoniert. Die wollte sich etwas ausruhen, weil es ihr nicht so gut geht. Dann hat es wahrscheinlich etwas länger gedauert. Aber wenn es ihr gut tut. Herzlichen Glückwunsch. Das mit der Verlobung. Ich hatte dir noch gar nicht gratuliert. Ich freue mich sehr für euch. Und das ist wirklich kein Problem für dich, dass wir uns verlobt haben? Aber nein. Wirklich nicht. Ich gebe ja zu, du weißt selbst. Am Anfang habe ich etwas Zeit gebraucht, um euch beide als Paar akzeptieren zu können. Aber jetzt, ihr passt einfach super zusammen. Danke. Das bedeutet mir wirklich viel. Und du siehst einfach blendend aus. Ist ja kein Wunder an dem heutigen Tag, aber auch sonst. Ich bin so froh, dass du endlich wieder gesund bist. Und ich erst. Was hältst du davon, wenn wir morgen zusammen frühstücken? Ich finde, es wird mal wieder Zeit. Gerne. Sehr gerne. Gregor, Wie siehst du denn aus? ist doch kein Wunder, oder? Das war so schrecklich. Komm erst mal runter. Erzähl mir ganz in Ruhe, was dir passiert ist. Ist es wegen Ansgar? Natürlich, sonst wäre das doch überhaupt nicht passiert. Hat er dir was angetan? Er behandelt mich wie... Ich bin ihm völlig egal, er verachtet mich. Nathalie, das glaube ich nicht. Doch! Er demütigt mich, wo er nur kann. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Ich komme nicht an ihn ran und das war so gemein. Hör zu, ich schlage vor, du bleibst heute Nacht bei uns. Du kannst auf dem Sofa schlafen. Ja, das ist eine gute Idee. Komm, ich bring dich nach oben. Danke. Du miese kleine Schlampe. Nathalie, bitte.
Entschuldigen Sie, haben Sie mit mir gesprochen? Du nimmst mir meinen Mann nicht weg, hörst du? Schönen Abend noch. Bleib hier, du feige Sau! Mit dir bin ich noch nicht fertig! Lass mich! Das mit dem Zeichnen üben wir noch mal, Coco. Ich nehme alles zurück. Hi. Riecht lecker. So toll das abgefahrene Zeug. Nennt sich Kaffee. Wow. Wie geht's dir? Gut. Bis gerade eben. Meinst du nicht, wir sollten uns langsamer aussprechen? Ja, das meine ich nicht. Und wie lange willst du das hier alles noch durchziehen? Ja, genau das meine ich. Der unverstandene Einsiedler. Du findest den Weg auch wieder zurück, oder? Entschuldige, ich wollte dich nicht wecken. Schon gut, ich glaube, ich muss mich entschuldigen. Wegen gestern. Ja, du warst ziemlich gut drauf. Wo ist Gregor? Unten? Nein, er ist schon ziemlich früh los. Er wollte seinen Bruder suchen. Aber ich muss unbedingt mit ihm sprechen. Wenn es so dringend ist, dann ruf ihn doch an. Mist, schon wieder nur die Mailbox. Kann ich dir denn irgendwie weiterhelfen? Nein. Ansgar wird mich umbringen. Moment mal. Ich will mich ja wirklich nicht einmischen. Aber wieso sollte er auf dich sauer sein? Für mich hat sich das gestern eher so angehört, als ob Olivia und er miteinander geflirtet haben. Darum geht's doch jetzt überhaupt nicht. Ich will nicht drüber reden, okay? Klar. Dann lass ich dich mal lieber alleine. Schlaf ruhig weiter. Du siehst noch ziemlich fertig aus. Shit, Mann, ich hab voll verpennt. Olivia! Darf ich vorstellen? Meine neue Mitbewohnerin. Ich will ja nichts sagen, aber... Ja, ich weiß. Es gibt wohl niemanden, der sie kennt, der mich nicht vor ihr gewarnt hat. Na dann, du magst es anscheinend kompliziert. Naja, wegen Olivia besonders leicht wird das nicht mit ihr. Nee, aber auch nicht langweilig. Und mit ihren Macken, ich hab sie ganz gut im Griff. Also bei uns in der WG, da hat sie ganz schön rumgewirbelt. In Ja. jeder Beziehung. Ja, trotzdem. Abgesehen vom Mietanteil, ich find's einfach schön, nach Anne wieder jemanden hier zu haben. Vor allem, weil es in letzter Zeit, sagen wir mal, etwas eintönig war. Jetzt guck nicht so. Erstens ist es vorbei und zweitens ist es dank dir vorbei. Mir ging's im Krankenhaus genauso. Ich schätze mal, wir haben eine Menge nachzuholen. Es wäre schön, wenn wir das zusammen tun. Ja, das wäre schön. Ihr hättet mir ruhig sagen können, dass Samstag ist. Ups, habe ich wohl glatt vergessen. Gregor, was willst du? Hör zu, ich
Ich kann verstehen, dass Papas Tod dich getroffen hat. Mir geht's doch genauso. So ein Schwachsinn. Papa hat dir noch nie irgendwas bedeutet. Und jetzt hast du ihn auf dem Gewissen. Das ist nicht wahr. Natürlich ist es wahr. Du hast ihm nie die geringste Chance gegeben, egal was er gemacht hat. Egal, was er gemacht hat, dann muss ich wohl mal dein Gedächtnis auffrischen. Weißt du, wie oft er mich gezwungen hat, Mutter anzulügen, um seine Spielsucht zu vertuschen? Oder wie oft er ausgerastet ist, weil er mal wieder blau war? Du bist nicht das Letzte. Papa ist tot. Wie kannst du selbst jetzt noch so über ihn reden? Weil es nichts daran ändert, wie er wirklich war. Christian, wach auf! Ich habe mir auch einen Märchenvater gewünscht, aber den gab es nun mal nicht. Schau, verdammt nochmal! Nein, weil es an der Zeit ist, dass du dich mit der Wahrheit abfindest. Papa war ein selbstsüchtiger, alkoholkranker Spieler. 3 Bypässe, das ist ein Hammer. Ja, aber die Ärzte sind zuversichtlich, dass es ihm bald wieder besser geht. Trotzdem, wenn dein Vater hier wäre und nicht in der Schweiz, dann könntest du ihn besuchen. Und Leonhard könnte regelmäßig nach ihm sehen. Nur weil Leonhards Arzt ist, weiß er auch nicht alles. Er ist schließlich kein Herzspezialist. Mir hat er sehr geholfen. Ja, natürlich. Sorry. Ich habe gedacht, hast du doch ein Problem mit unserer Hochzeit? Nein, Blödsinn, habe ich doch gesagt. Aber die Sache zwischen dir und Leonhard ist noch nicht geklärt. Welche Sache meinst du denn jetzt? Er hat mir alles erzählt. Hat er? Ja, dass er sich bei dir entschuldigen wollte und dass ihr danach nur noch mehr gestritten habt. Ich finde es schade, dass ihr euch noch nicht versöhnt habt. So, ja. Hast du ihn denn seitdem überhaupt noch mal gesehen? Ich meine, außer der Feier gestern. Eher zufällig, also ein paar Mal No Limits, einmal auf der Straße, aber sonst ist auch besser so. Das finde ich nicht. Man sieht doch, wie ihr beide darunter leidet. Wir haben uns versöhnt, also kannst du das mit Leonhard auch. Nee, echt nicht. Die letzten Wochen bin ich ganz gut ohne ihn klargekommen. Besser sogar. Jana und du. Nach all dem, was du durchgemacht hast. Ich dachte schon, du kommst niemals über Sarah hinweg. Tja, Du bist ja auch wirklich sicher? Na klar, sonst würdest du sie nicht heiraten. ja, sicher. Was ist mit Sarah? Was soll mit ihr sein? Nach Möglichkeit gehen wir uns aus dem Weg. Das hört sich nicht so an, als hättet ihr alles zwischen euch geklärt. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, da... Wir haben gestritten und frag mich bitte nicht, wie es passiert ist, aber... Ihr habt euch geküsst. Ja. Leonhard. Ich weiß, ich hab's mir schon ungefähr 1000-mal von jedem anderen angehört und ich hab's mir mindestens 1 Million Mal selber gesagt. Und genau aus dem Grund sehen wir uns ja auch nicht mehr. Weiß Jana davon? Nein. Ich war nach dem Kuss total durch den Wind. Und natürlich überlege ich, ob ich es ihr beichten soll. So kurz vor der Hochzeit. Also ich würde sagen, wenn du Jana wirklich liebst und sie heiraten willst, dann sag sie nicht. Warum sie unnötig verletzen? Darf ich Ihnen den Mantel abnehmen? Ist was passiert? Inwiefern? Das frage ich Sie. Ist irgendjemand aus der Familie verletzt? Wieso? Ich habe gerade einen Krankenwagen gesehen und ich dachte... Ach so, hier war er nicht. Glauben Sie mir, es ist alles in bester Ordnung. Hörst du jetzt auf mit dem Scheiß? Hör auf! Na komm. Du hast Papa umgebracht! Und das werde ich dir nie verzeihen, hast du das verstanden? Glaubst du etwa ich? Glaubst du, ich werde mir das jemals verzeihen? Glaubst du das? Oh, Madame liest. Wie nett. Ansgar, ich habe dich schon überall gesucht. Was ist denn mit meinem Wagen passiert? Hat eine Riesendelle. Blutspuren am Kühler. Darüber wollte ich ja gerade mit dir sprechen. Ach, stimmt. Das sehe ich. Also, Ich...
Das war gestern auf der Landstraße. Es war sehr dunkel und Was sagt ihr denn den Begriff Fernlicht? da muss es irgendwie passiert sein. Was muss irgendwie passiert sein? Kannst du dich vielleicht mal klar ausdrücken? Ein Tier muss mir vors Auto gelaufen sein. Ein Wildschwein vielleicht. Ich konnte es nicht so genau erkennen. Moment, wie, du konntest es nicht genau erkennen? Bist du gleich weitergefahren oder was? Na, großartig. Ich lass mir irgendwas einfallen, wie ich das der Versicherung erkläre. Das solltest du besser nicht tun. Ach, und warum nicht? Willst du den Schaden vielleicht aus deiner eigenen Tasche bezahlen? Dann wüsste ich gern mal wovon. Das wird nämlich ziemlich teuer. Es ist nur... Ich habe keinen Führerschein mehr. Was? Ja, ich bin letzte Woche in eine Alkoholkontrolle gekommen. Dabei habe ich wirklich nicht viel getrunken, Aber hältst du mich für komplett bescheuert? Du musst sternhagelvoll gewesen sein, sonst hätten sie kaum den Führerschein gleich einbehalten. Das war wirklich nicht viel. Ja, na klar, wahrscheinlich weniger als dein übliches Pensum. Pff, mach nur so weiter. Lässt dich voll laufen, fährst das Auto zu Schrott und nimmst mir dann noch die Ohren voll. Eigentlich brauchst du dich doch wirklich nicht wundern, dass ich dich nur noch zum Kotzen finde. Schön, dass du doch noch mitgekommen bist. Hallo, shoppen? Die Einladung kann ich mir doch nicht entgehen lassen. Vor allem nicht zusammen mit dir. Schade, dass wir nicht richtig zuschlagen können. Was soll's? Ein neues Kleid muss einfach sein. Ich kann ja nicht mal das gleiche anziehen beim Vorspiel. Das geht auf gar keinen Fall. Vor allem, je schöner dein Kleid, desto einfacher kannst du die Zuhörer von deinem Klavierspiel ablenken. Moment, was soll das denn heißen? Naja, falls du dich mal wieder in den Tasten vergreifst. Kommt bei mir nie vor. Naja, fast nie. Hast du denn schon was Bestimmtes im Auge? Nee, deshalb sollst du mich ja auch beraten. Und, hast du dir denn schon was Passendes ausgesucht? Ich gucke nur so. Ich muss mich langsam mal darum kümmern, sonst muss ich alles in der letzten Minute machen. Ja, also ich guck dann mal so lange in dem Laden da, ja? Warte! Würdest du bitte mit reinkommen? Ich könnte deine Hilfe bei der Auswahl wirklich gebrauchen. Wieso willst du heute in die Holding? Meinst du nicht, wir sollten noch mal reden? Gott, nochmal, das haben wir doch gerade. Außerdem habe ich dir gestern bereits gesagt, nerv mich nicht mit deinen grenzdebilen Fragen. Zu Ihnen wollte ich gerade. Was ist denn los? Das ist schrecklich. Ja, was ist irgendwas mit Vater? Nein, mit Charlie. Ich weiß überhaupt nicht, wie das passieren konnte. Was denn? Charlie war ja gestern Abend hier und dann ist sie mit dem Wagen zurückgefahren. Ja, und dann muss sie noch mal zu Fuß unterwegs gewesen sein. Jedenfalls ist sie auf dem Weg angefahren worden. Man hat sie erst heute Morgen im Straßenrand gefunden. Und der Fahrer, der hat Fahrerflucht begangen. Ich meine, was ist das für ein Mensch, der so etwas tut?